Der deutsche Film ist doch völlig für den Arsch. Man neigt schnell dazu, sowas zu sagen, wenn man sich anguckt, was seit Jahren den deutschen Kinomarkt zumindest im Mainstream dominiert. Die ewig gleichen, anspruchslosen und bescheuerten Komödien, oft mit Matthias Schweighöfer und Til Schweiger. Und dann gibt's da noch die Konstantin-Produkte à la Bruder Verluder, Fuck You Goethe und Männerhort. Nicht zu vergessen Fresh Torges Kartoffelsalat, der mittlerweile auf Platz 16 der am schlechtesten bewerteten Filme auf IMDb ist. Wir sagen dabei immer wieder, dass man in Deutschland auch abseits des Mainstreams blicken muss, um so großartige Filme wie Victoria und den völlig untergegangenen Der Nacht mal zu sehen. Heute schauen wir uns die letzten Jahre mal genauer an und gehen noch ein ganzes Stück weiter in die Vergangenheit, um euch mal einen genauen Guide zu geben, quasi den ultimativen Guide, welche deutschen Filmklassiker man wirklich gesehen haben sollte. Und damit ein herzliches Willkommen hier auf unserem Film-, Serien- und Comic-Kanal Cinema Strikes Back, eurem Lieblingsort für Videos über die Welt des Films. Ich will gar nicht gleich mit den ganz alten Schinken um die Ecke kommen, sondern das ganze Feld bunt durchmischen. In den letzten Jahren konnte beispielsweise der Deutsch-Türke Fatih Akin Film für Film überzeugen. 2004 gelang ihm mit dem dramatischen Gegen die Wand ein Überraschungshit. Das war ein Film über eine suizidale junge Türkin, die eine Scheinehe mit einem 40-jährigen Alkoholiker eingeht, um sich von ihrer strengen Familie zu distanzieren. Und das war Sibel Kekillis erste Filmrolle außerhalb eines Pornos, kaum zu glauben, dass sie mal in Game of Thrones eine wichtige Rolle spielen sollte. Mit Soul Kitchen über den Betreiber eines schlecht laufenden Imbisses brachte Fatih Akin einen seiner besten Filme raus. Dieses Jahr waren außerdem viele enttäuscht darüber, dass sein neues Drama aus dem Nichts mit Diane Kruger nicht für den fremdsprachigen Oscar nominiert war. Ganz anders der deutsch-österreichische Toni Erdmann von letztem Jahr. Der Film war 2017 nämlich für den Auslands-Oscar nominiert. Toni Erdmann wurde von der internationalen Presse gefeiert. Das ist auch ein ganz schräger Film über einen alten, skurrilen Mann, der seiner Workaholic-Tochter näher kommen möchte und dafür eine fiktive Figur erschafft, die sich ihr über ihren Chef nähert. Wer auf Toni Erdmann steht, der sollte auch mal Oh Boy eine Chance geben. Der Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 2012 ist eine Tragikomödie über einen Berliner Ex-Studenten, der einen Tag und eine Nacht durch Berlin treibt und dabei auf die skurrilsten Gestalten trifft. Der ist tatsächlich Toni Erdmann gar nicht so unähnlich in seiner Atmosphäre. Toni Erdmann musste sich auf jeden Fall der Konkurrenz aus dem Iran geschlagen geben bei den Oscars. So bleibt Die Fälscher aus dem Jahr 2007 der letzte deutsche Film, der den Auslands-Oscar gewinnen konnte. Das war ein Film über die sogenannte Aktion Bernhard während des Zweiten Weltkriegs. Das war die größte bekannte Geldfälscheraktion, in der vom SS-Sicherheitsdienst massenhaft britische Pfund perfekt gefälscht wurden. Damit sind wir natürlich bei einem großen Thema des deutschen Films angelangt, der Zweite Weltkrieg und das Dritte Reich. Das Dritte Reich hatte mit Leni Riefenstahl auch eine legendäre Dokumentarfilmerin, über die man gerne diskutiert, ob ihre Werke der Propaganda zuzuschreiben sind oder nicht. Das ist eine ewige Diskussion, eine ewige Debatte, der ich mich jetzt nicht anschließen möchte. Ihren Film Triumph des Willens über den Reichsparteitag der NSDAP 1934, in Nürnberg war das, den sollte man aber auf jeden Fall gesehen haben, um zu wissen, was für ein unfassbarer Aufwand dafür stattgefunden hat und was für unglaubliche Bilder dieser Film vorzuweisen hat. Filme über Nazi-Deutschland sind für die Kunst auch tatsächlich ein wichtiges Werkzeug für die Aufarbeitung der Nazi-Zeit. Das kann natürlich eine Verfilmung von Hitlers letzten Tagen in zum Beispiel Der Untergang sein, in dem Bruno Ganz die riesige Rolle des Nazi-Führers auf sich genommen hat. Auch der Schauspieler Oliver Masucci hat einmal Adolf Hitler gespielt, nämlich in der filmischen Adaption des Bestsellerbuches Er ist wieder da. Das war eine Komödie, die in den Kinos ziemlich untergegangen ist, dabei meiner Meinung nach eigentlich ganz gelungen ist. Und als Satire, wenn wir schon bei dem Thema sind, kann man auch Stonk empfehlen aus dem Jahr 1992. Darin geht es um die Veröffentlichung der vermeintlichen Hitler-Tagebücher. Uwe Ochsenknecht und Götz George spielen darin die Hauptrollen. Ein weiterer deutscher Klassiker über den Zweiten Weltkrieg ist das international bekannte und auch sehr teure Meisterwerk Das Boot, den es übrigens in 3 sehr unterschiedlichen Versionen gibt, also informiert euch genau, bevor ihr den Film guckt. Der Film ermöglichte es auf jeden Fall seinem Regisseur Wolfgang Petersen in Hollywood Fuß zu fassen.
Die Blechtrommel hingegen ist die Verfilmung eines Romans von Günter Grass. Darin geht es um einen Jungen, der eine Treppe herunterfällt, aufhört zu altern, also immer ein Junge bleibt und dann Zeuge des Zweiten Weltkriegs wird. Der Film war für den Oscar nominiert, genauso wie der 59er Antikriegsfilm Die Brücke über Teenager, die Soldaten werden und eine Brücke verteidigen sollen. Die Blechtrommel konnte den Oscar sogar auch gewinnen. Auch der Film Jakob der Lügner aus der DDR wurde für den Oscar eingereicht, wurde dann allerdings nicht nominiert. Darin geht es um einen Vater in einem KZ, der versucht, gute Laune zu verbreiten, indem er von einem Radio erzählt, das angeblich verlautet, dass das KZ bald von den Russen befreit wird. Alles ziemlich starker Tobak. In seinem Film Das Weiße Band hat der österreichische Filmemacher Michael Haneke die Jugend vieler Nationalsozialisten betrachtet, denn der sehr eigenwillige und emotional sehr eindrucksvolle Film zeigt eigenartige Vorfälle im fiktiven Dorf Eichwald kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs, und das sind genau die Menschen, die später in der Nazizeit vielleicht zu Nationalsozialisten wurden. Genauso bekannt wie Das Weiße Band ist aber auch der Film Das Leben der anderen, der sich mit der Staatssicherheit der DDR auseinandersetzt. Da geht es nämlich um einen Stasi-Beamten, der sich in seinem voyeuristischen Drang verliert und immer faszinierter ist von den Menschen, die er so abhört. Herr Lehmann hingegen mit Christian Ulmen zeigt den Untergang der DDR und den Fall der Mauer, nur eben aus einer sehr eigenartigen Sicht, denn Herr Lehmann, der bekommt kaum etwas davon mit. Im komplexen Thriller 23 Nichts ist wie es scheint, Nichts ist so wie es scheint, so heißt der. Da geht es um einen Hacker in den 80ern, der in Regierungscomputer einbricht, eine weltweite Verschwörung wittert und sich auf den russischen Geheimdienst einlässt. Und wenn man über solche Filme spricht, muss man auch Goodbye Lenin erwähnen. Der spielt ja quasi in der DDR. 1990 wacht nämlich Alex' Mutter aus dem Koma auf und laut ihres Arztes darf sie keinen emotionalen Stress empfinden. Daher flunkert ihr Sohn vor, dass es die DDR noch gäbe. Überaus markerschütternd ist das Kammerspiel Der Todmacher. Auch das ist eine gewisse Art von Geschichtsaufbereitung, denn darin spielt Götz-George Fritz Hamann, den Vampir von Hannover, der in den 20ern mindestens 24 Jungs und junge Männer umgebracht haben soll und auch ihr Fleisch gegessen haben soll. Der Film spielt dabei hauptsächlich in einem Raum, in dem Fritz Hamann verhört wird. Und tatsächlich wurden echte Zitate von Fritz Hamann benutzt. Das ist wirklich ganz starker Tobak, dieser Film. Aber im deutschen Film gab es natürlich nicht nur Geschichtsaufbereitung, denn wenn man an vielen aktuellen deutschen Komödien vorbeischaut, dann gab es auch gerade in Deutschland viele sehr gelungene Komödien. Zum einen natürlich die subtilen und intelligenten, aber auf der anderen Seite gab es eben auch die Filme, die völlig bescheuert, aber irgendwie dann doch witzig waren. Es ist etwas ironisch, dass gerade Til Schweiger mit Manta Manta einen absoluten Klassiker der deutschen Filmkomödie geschaffen hat, über einen klassischen, unterbelichteten Manta-Fahrer, der sich mit einem echten GTI-Fahrer anlegt. Es gibt aber zum Beispiel auch Fall Normal und Ballermann 6 mit Tom Gerhardt und Hilmi Sözer. Diese beiden Vollassi-Komödien, die liebt man, wenn man denn damit aufgewachsen ist. Wenn man sie jetzt zum ersten Mal sieht, dann findet man die wahrscheinlich komplett bescheuert. Ähnlich ist es eigentlich auch mit Der Schuh des Manitou, wenn wir ehrlich sind. Der hat mit 11 Millionen Kinozuschauern mittlerweile den Status des eines der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten erreicht. Lambock war nicht ganz so erfolgreich und ein ganzes Stück derber. Die Komödie mit Moritz Bleibtreu handelt nämlich von zwei Nichtsnutzen, die einen Pizzalieferdienst betreiben, der aber in Wahrheit Gras verkauft, zumindest bis ihre Hanfplantage von Läusen befallen wird und ein verdeckter Ermittler auf sie aufmerksam wird. Auch so ein bisschen kriminell ist Lotto King Karl in Der letzte Lude. Damit hat er natürlich einen Hamburger Klassiker geschaffen, indem er einen Zuhälter am Kiez spielt. In Bang Boom Bang hingegen geht es um zwei Bankräuber, die sich aufeinander einschießen, also irgendwie gegeneinander treten, weil der eine den anderen ganz klar abgezockt hat. Diese kleine Sparte der hirnrissigen, schrägen deutschen Komödien, die wollte ich unbedingt erwähnen, einen ganz eigenen Platz bekommen, aber natürlich die Filme von Musiker, Legende und Comedy-Größe Helge Schneider. Ob jetzt Texas, Doc Snyder hält die Welt in Atem oder die beiden 00 Schneider-Filme oder Praxis Dr. Hasenbein, die Filme von Helge, die kann man nicht beschreiben. Ja, die muss man einfach mal selbst gesehen haben. Aber es gibt sie durchaus, die intelligenten und vielschichtigen Komödien aus Deutschland, Knockin' on Heaven's Door zum Beispiel. Und genau wie in Manta Manta spielt auch hier Til Schweiger die Hauptrolle. Das ist ein Roadmovie über zwei Männer, die beide ein schweres Krebsleiden haben und beschließen, mit einem gestohlenen Auto zum Meer zu fahren, ohne zu wissen,
dass das Auto einen riesigen Geldbetrag der Mafia im Kofferraum hat. Nach Knockin' on Heaven's Door lieferte Til Schweiger sogar noch eine weitere gelungene Komödie ab, nämlich Der Eisbär. Und das ist ziemlich unglaublich, wenn man sich anschaut, was Til Schweiger heutzutage so alles treibt. Und Der Eisbär ist Til Schweigers Debütfilm als Regisseur und das ist eine ganz klare Antwort auf die Filme von Quentin Tarantino. Denselben Kultstatus wie die Filme von Tarantino hat Der Eisbär natürlich nie erreicht, aber bei vielen ist er für Papa Ante Portas sehr, sehr beliebt. Ein absoluter Kultfilm der deutschen Filmgeschichte. Darin geht es um einen Einkaufsdirektor, der vorzeitig in den Vorruhestand geschickt wird und damit seine Frau in den Wahnsinn treibt. Papa Ante Portas könnte man zusammen mit Ödipussy zu Loriots besten Filmen zählen. Loriot ist vor etwa 7 Jahren von uns gegangen und als einer der interessantesten, außergewöhnlichsten und schlichtweg witzigsten Humoristen Deutschlands in die Geschichte eingegangen. Seine Filme muss man einfach gesehen haben, wenn man sich für das deutsche Kino interessiert. Eine weitere sehr gehaltvolle Komödie ist auch Wer früher stirbt, ist länger tot, über einen 11-Jährigen, der erfährt, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist. Ihn plagen daraufhin Schuldgefühle und Albträume und so muss er lernen, mit diesem schwierigen Schicksal zurechtzukommen. Aber natürlich gibt es mehr als nur Komödien im deutschen Film. Insbesondere im Thriller- und Horrorbereich können einige deutsche Produktionen ganz besonders herausstechen. Der bekannteste deutsche Vertreter ist das Langfilmdebüt von Tom Tykwer, würde ich mal sagen, so im Thriller-Bereich. Lola rennt mit Franka Potente nämlich. Im Action-Thriller geht es um Lola und ihren Freund Manni. Manni arbeitet als Hehler und hat aus Versehen einen Beutel mit 100.000 Mark in der U-Bahn liegen lassen. Dann zeigt der Film in 3 sehr abgefahrenen Versionen, wie Lola mit dieser Situation umgeht. Franka Potente-Fans wird aber auch der deutsche Horrorfilm Anatomie ein Begriff sein. Anatomie genießt keinen besonders hohen Ruf und hat nicht die besten Kritiken erhalten, aber ich persönlich mag den Film aufgrund seiner sehr eigenwilligen und klinischen Atmosphäre sehr. Darin geht es um eine Medizinstudentin in Heidelberg, der eines Tages ein Mann auf den Seziertisch gelegt wird, den sie erst kurz zuvor kennengelernt hat. Sie beginnt dann an ihrer medizinischen Universität zu ermitteln und stößt auf ein gigantisches und diabolisches Untergrundnetzwerk. Um die Nachfolgerfilme von Anatomie sollte man allerdings einen sehr, sehr großen Bogen machen. Wer auf deutsche Thriller steht, die man jetzt nicht unbedingt kennt, der sollte unbedingt auch dem 2011er Wer ist Hanna eine Chance geben. Der Film ist unter anderem eine deutsche Produktion und spielt auch zu großen Teilen in Berlin. Darin geht es um eine Teenagerin, die zu einer perfekten Assassinin ausgebildet wird und auf eine Mission quer durch Europa geschickt wird. Das ist wirklich, wirklich spannendes Kino mit fast schon skandinavischer Atmosphäre und für diesen Film ist Darstellerin Saoirse Ronan durchs Feuer gegangen und hat sogar die meisten Stunts selbst performt. Und ein weiterer deutscher Thriller, den wirklich nur die allerwenigsten kennen dürften, ist Die Vierhändige, der letztes Jahr in den deutschen Kinos gelaufen ist und dabei leider vollkommen untergegangen ist. Das war ein überaus interessant gestrickter Mystery-Thriller über Schwestern, die als Kinder den Mord ihrer Eltern miterleben und dann treffen sie 20 Jahre später auf die Mörder, weil sie aus dem Knast entlassen werden. Und in einem weiteren Thriller, der zeigt, wie Menschen überhaupt zu bösen Taten gedrängt werden. Das ist Das Experiment, in dem bei einer Studie Menschen willkürlich in Gefängnisinsassen und Gefängniswärter getrennt werden. Das basiert tatsächlich auf einem wahren Experiment. In den letzten Jahren war im deutschen Thriller-Bereich aber auch Victoria ein absolut begeisternder Film, der komplett ohne auch nur einen einzigen Schnitt auskam. Das heißt, dieser gesamte Film ist nichts mehr als eine einzige lange Plansequenz. Das heißt, es wurde 1,5 Stunden ohne größere Fehler am Stück gedreht und eine Handlung über einen schiefgelaufenen Bankraub erzählt. Der Film sorgte international für Furore, ganz im Gegensatz zu Der Nachtmar, der genau wie Die Vierhändige völlig unterging, dabei einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre war. Darin spinnt sich eine angehende Abiturientin im Stress ein seltsames Wesen zusammen, wobei nicht immer klar ist, was wirklich Wahn und was Realität ist. Der Nachtmar und Victoria fanden leider völlig abseits des Mainstreams statt, den kennen wirklich nicht viele. Das deutsche Kino hat derzeit auch leider einen schwierigen Ruf. Dabei gibt es in der Filmgeschichte 2 goldene Zeiten in Deutschland zu entdecken, in der tatsächlich deutsche Filmemacher international das Sagen hatten, wo der deutsche Film als das Beste galt, was es überhaupt auf dem Planeten gibt. Zum einen muss man da unbedingt über Fritz Lang sprechen, einen ganz, ganz wichtigen Filmemacher. In den 20ern sorgte er für die genialen Zweiteiler Dr. Mabuse und Die Nibelungen. Sein Meisterwerk folgte dann aber 1927, das Science-Fiction-Magnum-Opus
Metropolis, den ich persönlich für den besten deutschen Film aller Zeiten halte. Darin geht es um eine fiktive Stadt in der Zukunft, die in eine Oberschicht und eine Arbeiterklasse unter der Erde aufgeteilt ist. Der Sohn des Alleinherrschers verliebt sich dann in eine Prophetin der Arbeiter, die voraussagt, dass die Klassenunterschiede bald aufgelöst werden. Der Alleinherrscher lässt aber auch einen Maschinenmenschen bauen, der einen Aufstand inszenieren soll, um die Unterschicht zu zerstören. Fritz Langs Meisterwerk hat bis heute nichts von seiner Kraft und seiner Schönheit verloren. 4 Jahre später schuf er dann M, eine Stadt sucht einen Mörder. Das war einer der ersten deutschen Tonfilme überhaupt und zählt zu den besten dieser Zeit. Es geht um einen unbekannten Kindermörder in Berlin, der die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. In dieser Zeit wurde das deutsche Kino des Expressionismus international gefeiert. Das Kabinett des Dr. Caligari gilt als ein weiterer Meilenstein der Filmgeschichte mit seinen expressionistischen Bauten, seiner unvergleichlichen Schönheit und seiner eigenartigen und etwas seltsamen Handlung, die im Gegensatz zum Metropolis zwar ziemlich langsam ist, aber auch eine große Spannung gegen Ende aufbaut. Einige Jahre zuvor legte aber der Filmemacher Friedrich Wilhelm Murnau den Grundstein für viele deutsche Filmklassiker mit seiner sehr eigenwilligen Dracula-Interpretation Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Gerade die osteuropäischen Drehorte geben dem Film eine schaurige und ziemlich krasse Atmosphäre. Der anstürmende Nationalsozialismus in den 30ern sorgte dann in Deutschland dafür, dass viele Regisseure in die USA flohen und dort Fuß fassten. Tatsächlich war das Dritte Reich einer der Gründe dafür, warum der deutsche Film seinen internationalen Glanz verlor. Wer sich etwas ausführlicher mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dem sei auch der Dokumentarfilm Hitlers Hollywood empfohlen. Während dieser Zeit gab es nur wenige Filme, die sich gegen den Krieg stellten und keine rassistischen und faschistischen oder zumindest faschistoiden Elemente aufzeigten. Romanze in Moll ist so ein Beispiel, den versuchte Joseph Goebbels sogar auch zu verbieten. Erst ein paar Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das deutsche Kino für den internationalen Markt wieder interessant, denn in den 60ern wurde der neue deutsche Film geboren. Regisseure wie Werner Herzog, Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder inszenierten plötzlich Filme, die nicht in Sets gedreht wurden, sondern sehr real waren, sehr politisch und äußerst gesellschaftskritisch. Diese Filme wurden abseits der großen Filmstudios realisiert, immer in echten Sets gedreht, mit echten Laiendarstellern, also wirklich mit den Menschen aus den Milieus, die dargestellt wurden. Diese Filme waren zwar in Deutschland weder beliebt noch erfolgreich, aber international galt der neue deutsche Film als das unschlagbare Kino, das beste Kino der Welt. So schuf Fassbinder zum Beispiel das Melodram Angst, Essen, Seele auf, in dem es um eine verwitwete Putzfrau geht, die sich in einen sehr viel jüngeren Mann verliebt, der nur gebrochen Deutsch spricht und aus Marokko stammt. Die beiden verlieben sich ineinander, aber ihr gesamtes Umfeld stellt sich gegen sie. Noch bekannter sind sicherlich die Filme von Werner Herzog, die er mit seinem Lieblingsdarsteller Klaus Kinski zusammengeschaffen hat. Fitzcarraldo zum Beispiel. Das ist eine atemberaubende Geschichte über einen Mann, der ein großes Schiff über einen Berg zieht, um eine wundervolle Oper im Dschungel zu bauen. Für den Film hat Werner Herzog tatsächlich einfach ein Schiff über einen Berg ziehen lassen. In Aguirre, der Zorn Gottes hingegen, geht es um einen rabiaten Mann im 16. Jahrhundert, der eine spanische Expedition anführt, um El Dorado zu finden, ein sagenhaftes Land voller Gold in Südamerika. Auch ein weiterer Klassiker von Herzog und Kinski. Wim Wenders hingegen machte seinen bekanntesten und besten Film etwas später in den 80ern, mit Der Himmel über Berlin, der eine wahre Liebeserklärung an das Leben ist. Der neue deutsche Film war international absolut gefeiert und eine Antwort auf die in Deutschland sehr beliebten Abenteuer- und Monumentalfilme, vor allem die klassischen Verfilmungen von Karl-May-Romanen, zum Beispiel die 3 Winnetou-Filme, Der Schatz im Silbersee oder Unter Geiern. Wie ihr seht, hat das deutsche Kino sehr viel mehr zu bieten als nur Männerhort, Fuck You Goethe, Bruder von Luda, Kartoffelsalat, Der Nanny und Stahlfabrik. Aber jetzt seid ihr dran. Das waren eine Menge Filme. Aber haben wir irgendeinen Film vergessen? Wenn ja, dann schreibt uns das doch mal gerne in die Kommentare. Unter dem Video habe ich euch nochmal alle Filme, die ich angesprochen habe, aufgelistet. Checkt auch mal unbedingt unsere Kritik von dieser Woche aus. Da sprachen Jonas und ich über den neuesten Pacific Rim Film und warum er eine ganze Ecke schlechter ist als sein Vorgänger. Checkt das unbedingt mal aus und abonniert uns hier auf unserem Film-, Serien- und Comic-Kanal Cinema Strikes Back. Und wie immer dürft ihr nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.